Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's wieder Alexis und ich möchte euch heute gerne hier ein Interview mit Rob Garrett vorstellen. Rob Garrett ist Lead Combat Designer bei ZeniMax Online Studios, jetzt seit einem Dreivierteljahr, ein bisschen länger, also noch nicht seit Ewigkeiten, aber auf jeden Fall schon länger mit dabei. Und wir haben ihn eure Community-Fragen gestellt, und zwar nicht nur in diesem einen Interview, wir hatten noch den sogenannten Roundtable, der erscheint in einer extra Aufnahme. Das sind jetzt hier Audioaufnahmen, die ich für euch zusammengeschnitten habe, das haben wir so gemacht und ich werde die Sachen dann immer Stück für Stück für euch übersetzen. Hier nochmal dickes Danke an meine Übersetzerin. Des Weiteren möchte ich euch natürlich hier nochmal auf den Livestream heute um 16 Uhr hinweisen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Ansonsten natürlich viel Spaß mit dem Video, wenn ihr das hier später zu einem späteren Zeitpunkt schauen solltet. Deswegen lasst uns doch anfangen. Ich habe hier einmal die Fragen für euch aufgeschrieben, die wir alle gestellt haben, so ganz knapp heruntergebrochen, und ich werde 1:1 das Ganze übersetzen und vorlesen. Ich hoffe, das klappt einigermaßen gut. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Material und wir fangen mit der ersten Frage an, und zwar, ob es eine Möglichkeit geben wird, das Startgebiet zu wählen. It's something that we've started hearing from players, but for the launch of Elsewhere, no. If you have Elsewhere, your characters will always start in Elsewhere, just as it's been in previous chapters. So, ganz einfach und pauschal gesagt, das ist definitiv etwas, was sie schon länger gehört haben von Spielern, aber mit dem Launch von Elsewhere wird das erstmal so noch nicht passieren. Wenn ihr Elsewhere besitzt, dann werden eure Charaktere immer in Elsewhere anfangen, so wie es auch schon in den vorigen Kapiteln der Fall war. Die nächste Frage ging um Rüstungsständer im Housing-System, also ob es im Housing-System neben den Kisten die Möglichkeit geben wird, Rüstungsständer aufzustellen, und wir hören mal, was er dazu sagt. Armor holders. Okay. Yes. We don't have anything like that now. It is something we've heard requests for, but we don't have anything right now. Not for Elsewhere. Gut, auch ganz einfach übersetzt. Rüstungsständer, okay. Ja, gut. Wir haben jetzt nichts aktuell dergleichen, aber es ist etwas, worum wir schon öfters gebeten wurden, aber derzeit erstmal noch nichts, noch nicht für Elsewhere. Die nächste Frage ging um den Zone Guide und vor allem, ob es eventuell möglich sein wird, Himmelsscherben und Lorebooks mit in den Zone Guide mit einzubringen. Er hat sich selbst auch als Konsolenspieler bezeichnet, deswegen ihm ist die Sache bewusst. Wir gucken mal, was er zu der ganzen Sache mit den Himmelsscherben und den Lorebooks im Zone Guide erzählt. So yeah, we have heard the feedback. By the way, the first thing you said was Zone Guide. We've heard the feedback that players are interested in console players who don't have add-ons and so on. Yes, yeah, and I personally play on console, so I understand the pain there. But we're still having discussions internally. Sky Shards and lore books have always intended to be an element of exploration and discovery in the game, but we're still considering how we want to move forward with Zone Guide. Whether I'm not going to make any promises at this point, but we're actually discussing that. And then the alternate character unlocks. That's a slightly different thing, which is to say, once you've already done all that effort, we want to make it easier for you to build alternate characters and not have to spend all that time again. Gut, also er sagt hier zwei Sachen, die interessant sind. Also auf jeden Fall, wir haben die Rückmeldung übrigens gehört. Das erst, was du gesagt hast mit den Gebietsleitfäden. Wir haben es gehört, dass die Spieler interessiert sind. Ich bin selber Konsolenspieler, man hat keine Add-ons und dergleichen. Ne, das war, wie gesagt, die Ansprache. Und ich selber spiele auf der Konsole, hat er sich auch nochmal an dieser Stelle geoutet. Was heißt geoutet? Er ist halt Konsolenspieler, so wie wir halt PC-Spieler sind. Und demnach verstehe ich den Wunsch. Aber wir haben immer noch diese Diskussion im Allgemeinen. Himmelsscherben und Bücher sollten immer ein Element des Erforschens und Entdeckens in diesem Spiel sein. Aber wir sind immer noch am Überlegen, wie wir das im Gebietsleitfaden, beziehungsweise wie wir im Allgemeinen mit dem Gebietsleitfaden in Zukunft fortfahren möchten. Ich möchte nur keine Versprechen derzeit machen, aber wir reden tatsächlich darüber. Und die alternative Charakterfreischaltung, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die habe ich übrigens angesprochen in dem Präsentationsvideo von Rich Lambert. Da bitte mal reinschauen, damit ihr wisst, was das ist. Da geht es eher darum, sobald ihr die Arbeit bereits gemacht habt auf einem Charakter, könnt ihr euch das Ganze auf einem alternativen, auf einen anderen Charakter vereinfachen und dort freischalten. Das Ganze wird ein Kronshop-System sein. Schaut euch bitte für weitere Informationen das andere Video an. Gut, also so viel zu seinem Statement. Er kann auch nicht so viel dazu der ganzen Geschichte sagen, aber die Diskussion ist auf jeden Fall da. Als nächstes geht es mit Pläne für PvP und eventuell neuen Belagerungswaffen, wie zum Beispiel Türme, also Treppentürme zum Besteigen von Mauern und so weiter und so fort, was ihr dazu gesagt habt. We don't have plans for new siege weaponry at this point. Most of the improvements to Cyrodiil at this point
our quality of life, the stuff with the leaderboards and the guest campaigns, performance with Imperial City, Imperial City as a separate thing where you'll no longer have to walk through Cyrodiil to get to it. You can just go straight into Imperial City. And then the artifact weapons is the big game. That's the feature where we're trying to actually shake up gameplay a little bit in Cyrodiil. That's a cool idea. So I like it. That's Brian Wheeler's his design. We're excited to see what happens with it, how players respond to it. The chaos system, especially to see what happens when a large group of players tries to take down someone who's holding Volendrung, because they're very powerful. I mean, when we talked about building this weapon, we literally had a discussion of it's almost like that first scene in Lord of the Rings with Sauron has that thing and he's just like swinging it and dudes are going flying. Like that was some of the inspiration for the artifact weapon, and we'll see how that goes. This is kind of a test for us with Volendrung to see how that actually works, and if players really like it and it works out the way we hope, we might do more in that space going forward, but we'll see. So viel also zu der ganzen Geschichte. Also generell allgemein übersetzt, wir haben keine Pläne für die neuen Belagerungswaffen, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Die meisten Verbesserungen für Cyrodiil sind derzeit Quality-of-Life-Verbesserungen. Das Zeug mit den Ranglisten und die Gastkampagnen. Die Kaiserstadt als eine separate Sache, wo du nicht mehr durch Cyrodiil laufen musst, um hinzukommen. Du kannst nun einfach direkt in die Kaiserstadt gehen. Die Artefaktwaffen, das wird das neue System sein. Das ist das neue Feature, womit wir tatsächlich versuchen, das Gameplay in Cyrodiil neu zu strukturieren. Das Konzept ist von Brian Wheeler und wir sind gespannt zu beobachten, was damit passieren wird, wie Spieler darauf reagieren. Vor allem zu beobachten, was passiert, wenn eine große Gruppe von Spielern versucht, jemanden, der Volendrung eventuell hält, an dieser Stelle zur Strecke zu bringen, und diese Person ist so unglaublich mächtig, das wird nicht sonderlich einfach sein. Als wir diese Waffe gebaut haben, hatten wir diese Unterhaltung, dass wie in den ersten Szenen in Herr der Ringe sein soll, wo Sauron dieses Teil hat und es lediglich schwingt und die Kerle, also die Gegner, einfach wegfliegen. Sowas war eine der Inspirationen für diese Artefaktwaffen und wir werden sehen, wie sie sich entwickeln. Das Ganze ist auch ein Testlauf für uns, um zu sehen, ob das mit Volendrung wirklich funktioniert, und es soll sich nicht in die Richtung entwickeln, und falls es sich nicht in die Richtung entwickelt, wie wir uns das erhofft haben, werden wir schauen, wie wir an der Stelle weitermachen. Aber wir werden sehen. Also das ist so eine allgemeine Übersetzung. Ich habe auch zum Schluss übrigens noch 2 Fragen, die hier nicht mit drin stehen, die trotzdem beantwortet worden sind. Da muss man mein Tablet raussuchen, damit wir das dann auch beantworten können. Die habe ich jetzt schon fast halb vergessen. Die habe ich mir nämlich nur aufgeschrieben, weil ich dann noch nicht auf Aufnahme geklickt hatte. Das können wir dann gleich nebenbei ein bisschen durchgehen. Deswegen machen wir erstmal die nächste Frage. Die nächste Frage ist zum Gear Cap und ob es Pläne gibt, daran was zu verändern oder dies zu erhöhen. Nee, Moment, wir sind erstmal bei den fliegenden Mounts. Dann let's go, fliegende Mounts. Ich glaube, die Antwort ist relativ kurz. No flying mounts. That's not happening anytime soon. Yeah, you never say never, but we have no plans to do flying mounts right now. So, gut. Also, auch ganz sporadisch. Keine fliegenden Reittiere und auch keine Drachen erstmal. Das wird zu keinem Zeitpunkt passieren. Man sollte niemals nie sagen, aber wir haben keine Pläne für fliegende Reittiere. Die Engine ist, glaube ich, auch größtenteils nicht wirklich dafür ausgelegt und auch die Landschaften nicht. Gut, das war bei anderen MMOs, wo fliegende Monster zugekommen sind, auch nicht der Fall, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ feste Sache. Also ich glaube auch nicht, dass fliegende Mounts an der Stelle kommen werden. Jetzt kommen wir zu der Gear Cap Frage, die fand ich natürlich als Endgame-Spieler sehr interessant. You mentioned earlier the perfected weapons. That's kind of the extent we're going to at this point, and we're also trying to be mindful of power creep in the game. That's one of the reasons why we put a moratorium on champion point increases at this point. So, we don't have any plans to do anything more in terms of upping the power level of gear right now, but we are evaluating the champion system itself and how we want it to be satisfying. We want you to have something to be able to chase and look forward to and try to earn and be rewarded for participating, especially in the high-end content. We're trying to figure out how to do that in the healthiest way possible for the whole system. Yeah, we have a much more of a
I refer to it as a horizontal progression, where it's less about just becoming more powerful, and it's more about giving you more choices about how to play, right? And that's a good plan. That's what our system is designed around. So we want to keep reinforcing that. We think it's one of the things that differentiates us from other MMOs, and so you can expect that we'll continue to push in that direction. As to how specifically we'll continue to do that, I'm not ready to talk about this right now. Gut, also ganz im Allgemeinen. Wir haben vorhin die perfekten Waffen ja kurz angesprochen. Also ich hatte mit Ihnen darüber gesprochen, ob Sie vorhaben, wieder perfektes Gear einzuführen. Da hatte er noch keine konkrete Antwort drauf, deswegen überspringe ich das an dieser Stelle. Also wie gesagt, wir haben das vorhin schon angesprochen. Das ist an sich wie wir weiter vorgehen wollen, und wir versuchen auch diese Power Creep-Geschichte im Spiel zu bedenken. Das ist auch ein Grund, warum wir ja zum Beispiel aktuell die CP-Erhöhung gestoppt haben. Und wir haben keine Pläne mehr zu tun als diese perfekten Sets, um die Powerstufe der Ausrüstung zu erhöhen, aber wir evaluieren Dinge wie das Champions-System selbst und wie wir generell im Allgemeinen weitermachen wollen. Wir wollen, dass es befriedigend ist, wir wollen, dass ihr etwas habt, dass ihr jagen und euch darauf freuen könnt und dass ihr versuchen könnt, euch zu verdienen und damit belohnt zu werden, wenn ihr den High-End-Content abschließt oder beziehungsweise an diesem teilnimmt. Wir versuchen herauszufinden, wie wir das bewerkstelligen können, und das auf eine Weise, wie es am günstigsten für das gesamte System ist. Wir bezeichnen das Ganze als einen horizontalen Fortschritt, wo es weniger darum geht, einfach nur mächtig zu werden und mehr darum, euch die Wahl zu geben, was ihr spielen wollt. Und das ist es, worum unser System herum aufgebaut ist. Wir wollen das bestärken. Wir finden, dass das eine der Dinge ist, das uns von anderen MMOs unterscheidet, und du kannst davon ausgehen, dass wir weiter in diese Richtung gehen werden. Im Hinblick auf genau diese Frage, was wir genau machen werden, bin ich noch nicht bereit, genauer darauf einzugehen. Gut, also im Allgemeinen hat er gesagt, Gearcap kommt nicht, ist langfristig nicht geplant, wird vermutlich gar nicht kommen, so wie schon seit Ewigkeiten angekündigt. Also es wird kein Gearcap-Erhöhung kommen. CP 160 bleibt das Maximum. Und sie wollen allerdings die Sets mehr balancen, sodass quasi die Schadensabstände zwischen Sets nur noch gering wird. Also es soll schon stärkere Sachen geben, stärkere Sachen als zum Beispiel Einstiegssachen, als Crafting-Sets etc. Aber sie wollen das hinkriegen, dass man eine größere Auswahl hat, und darauf wollen sie auch hinarbeiten. Also es gilt nicht unbedingt darum, die Sets aus den alten Trials wesentlich oder im Vergleich zu den neuen Sets schlecht zu machen oder die neuen Sets so stark zu machen, dass die alten Sets unrelevant werden, sondern eher, dass man sich entscheiden kann, was einem interessiert und was man gerne spielen möchte. Die nächste Frage war dann Roundabout Performance, auch sehr, sehr interessant und spannend natürlich. Performance is a very large and complicated topic. There are efforts of varying scale that we are taking on there. So yes, there are some things we're doing for elsewhere, but that is not by any stretch of the imagination like the total effort of things that we're doing. There are some areas where we kind of hit small things for performance, and then there's other areas where we can do larger efforts. So but I don't know. I don't want to make any promises at this point about what the actual outcome will be on elsewhere in terms of performance improvements. We're definitely trying to make it not worse at this point, right? Like, and then we do have efforts on multiple fronts to improve performance for all players, PC and console. Small step by step, and then I mean, like I said, it's very complex technical stuff that there is there's no silver bullet on it. Okay. Also im Allgemeinen zu der ganzen Geschichte. Leistung ist ein sehr großes, kompliziertes Thema. Es gibt Bemühungen von unterschiedlichen Größenordnungen, worüber wir hier jetzt reden können. Es gibt einige Dinge, die wir zu L2 in Angriff nehmen und machen wollen, aber das ist in keinster Weise alles, was unsere Bemühungen darstellen werden, die wir unternehmen wollen. Es gibt Gebiete, wo wir nur kleine Sachen abändern, um die Leistung zu optimieren, und es gibt andere Bereiche, wo wir größere Sachen dafür in Angriff nehmen können. Aber ich will keine Versprechung dafür machen, wie es bezüglich der Performance in L2 ja aussehen wird. Wir versuchen das definitiv nicht noch schlimmer zu machen, und wir haben an verschiedenen Fronten Bemühungen, um die Performance für alle Spieler zu verbessern, PC und Konsolenspieler. Es ist ein
ein sehr komplexes Thema. Das Ganze ist super kompliziert und zu managen. Und es gibt halt eben nicht die eine Lösung. Die eine Lösung ist dabei ein bisschen im übertragenen Sinne, wie er das Ganze gemeint hat. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, inwiefern es einen Grund gibt, nicht ganz Elsewhere zu veröffentlichen, denn ihr wisst, das Küstengebiet unten kommt ja nicht, sondern nur der obere Teil von Elsewhere. I mean, this is something that we've done a number of times. Tamriel's really big. Yes. And, you know, it's technically we've actually been in Elsewhere before. I believe it's Reaper's March. Yes. Is actually part of Elsewhere. So, yeah, the team just wanted to focus on a specific place. We don't always necessarily just go for the most amount of land mass. It's what can we build and actually populate with really great stories and gameplay. Without loading screens and so on. Sure. I mean, the zones can be pretty big. I mean, even especially Cyrodiil is pretty massive zone. But yeah, and who knows where else we'll go as the year goes on. Ha, Cyrodiil ohne Ladezone. Entschuldigung für den kurzen Auspatscher. Also, warum nicht ganz Elsewhere? Das ist etwas, was wir schon öfters gemacht haben. Tamriel ist wirklich groß und theoretisch waren wir bereits in Elsewhere. Ich glaube, Schnittermark zum Beispiel. Es ist eigentlich ein Teil von Elsewhere. Das Team wollte sich lediglich auf einen bestimmten Ort fokussieren. Wir brauchen nicht immer nötigerweise die größte Menge an Landmassen. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, was können wir bauen, um wirklich eine großartige Geschichte und gutes Gameplay in Verbindung auch mit der Bevölkerung zu bieten. Ich meine, klar, das Gebiete können wirklich groß werden, vor allem Cyrodiil ist halt ein ziemliches großes Gebiet und wer weiß, wo Elsewhere hingehen wird über das laufende Jahr hinweg. Wer weiß, wo Elsewhere hingehen wird über das laufende Jahr hinweg, ist, denke ich, schon ein kleiner Hint zum DLC. Ich habe es bereits in der Anfangspräsentation kurz angesprochen, dass das Gebiet auf der Karte, die da gezeigt wurde, komplett eingekreist war. Vermutlich werden wir noch mehr von Elsewhere sehen gegen Herbst, wenn das zweite Gebiets-DLC erscheinen wird. So, jetzt haben wir, ich glaube, das wurde durcheinander gebracht. Die Reihenfolge ist aber nicht so schlimm. Das perfekte Gear war, glaube ich, im Interview vor der Gearcap-Geschichte, aber wir machen das jetzt einfach zum Schluss, die Frage. But yes, there are new trial sets, and then there's PTS also and there's also amount that players will be able to earn. But I don't know if we're doing perfected. I wouldn't be surprised, but I'd have to verify that. Okay. Yeah. Gut, also, er wusste in dem Moment nicht genau. Es gibt neue Prüfungssets, wir konnten uns die vor Ort übrigens nicht anschauen, sie waren nicht anschaubar. Es gibt neue Prüfungssets und die Spieler werden sogar ein neues Reittier für sich verdienen können. Ich weiß aber nicht, ob wir das mit dem perfekten Gear auch wieder so machen. Ich wäre nicht überrascht, wenn ja, aber ich müsste es gerade mal überprüfen. Also, kurz vorweg, ich denke, es wird wieder perfektes Gear geben. Auf jeden Fall, haben sie ja beim letzten Mal die letzten paar Male auch so gemacht, mit den Sanctorium-Stäben, Waffen und halt auch wieder mit Cloud Rest. Ich denke, das wird jetzt hier auch so kommen, vor allem, weil der Roundabout-Plan von ZeniMax ja so zu sein scheint, dass sie sofort fahren wollen mit dem, wie sie bisher weitergemacht haben. Die Frage haben wir mehr oder weniger in dieser Gearcap-Erhöhungsgeschichte schon ein bisschen indirekt mit drin gehabt. Jetzt möchte ich noch kurz zu zwei Sachen kommen, die nicht mit in der Aufnahme sind, die er aber trotzdem beantwortet hat und wo er auch ich weiß nicht, ob es ein Marketingmanager war, der neben ihm stand, aber ihn auch ein paar Mal anschauen musste, ob er nickt oder nicht. Und zwar habe ich mir hier noch ein paar Sachen auf meinem schönen Tablet aufgeschrieben. Kommt der Necro als separates DLC mit der Veröffentlichung des nächsten Kapitels? Dazu konnte er keine konkrete Antwort geben, er hat indirekt mehr oder weniger so ein Jein gegeben. Das ist der Weg, wie sie es bis jetzt hergemacht haben, auch schon mit den Warden und das ist zumindest das alte Bezahlmodell gewesen, sie vermuten oder es sieht danach aus, als ob es auch wieder so werden wird. Die nächste Frage war, Drachen erst jetzt, warum nicht schon früher? The Elder Scrolls Online, beziehungsweise The Elder Scrolls 5 Skyrim war ja eins der beliebtesten Elder Scrolls Spiele, man hätte doch da anknüpfen können. Und die Antwort darauf war, ja, da habt ihr auf jeden Fall recht als Community, aber wir hatten Schwierigkeiten, das Ganze zu implementieren. Wir mussten uns auch erstmal mit der Lore auseinandersetzen. Das Ganze wird ja nun mit einer Art Drachenbruch impliziert. Also Drachenbruch ist so ich glaube, dafür gibt es auch einen erzählerischen Namen, der nicht Drachenbruch heißt, der auch in Büchern und so teilweise genutzt wird. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, wenn es quasi mehrere Wahrheiten gibt,
mehrere Geschichten, die dann aber wieder an einem Punkt zusammentreffen, also so wie zwei Zeituniversen, die sich trennen, zwei verschiedene Verläufe haben und dann wieder zusammenkommen und sich die Realitäten vermischen. Das ist quasi ein Drachenbruch. Und sie mussten sich erstmal damit auseinandersetzen, wie sie mit dieser Drachenbruch-Thematik die Drachen lore-technisch sinnvoll implementieren können. Also das war das Problem. Sie hatten schon seit der Beta Interesse an dem Thema, haben aber erst jetzt daran entwickelt und mussten auch eine ganze Weile an den Drachenanimationen arbeiten. Gut, ich glaube, das war ansonsten alles. Ihr hattet noch mehr Fragen, zum Beispiel kaufbare NPCs, Khajiit-NPCs, Startgebiete wählen, Summer-Sets zum Grundspiel, neues Buff-Food, wählbare Tutorials, neue Häuser und so weiter und so fort. Ihr hattet dann noch mehr Fragen. Einige Fragen werden noch beim Roundtable beantwortet. Das ist das nächste Video, was ich veröffentlichen werde. Und die Häuser schauen wir uns auch in separaten Videos zusammen an. Zumindest die Häuser, die man schon begehen konnte. Insofern, Dankeschön für euer Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wenn dieses Video jetzt hier gerade noch top aktuell ist, dann schaut vorbei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.